Falls ihr euch wundert, warum die Jalousien, die Rollos runter sind, ihr könnt es euch denken, aber die Sonne scheint einfach irgendwie, ich glaube, 5 Stunden in diesen Raum rein. Und wenn ich die nicht runter mache, habe ich hier instant 35 Grad in der Wohnung. Ich war im Fitnessstudio und habe mir hier einen total tollen Eiweißshake gemacht. Wir haben keinen Eiweißshake mehr, das ist sehr belastend. Ich muss noch meine Woche planen. Und habe heute Morgen ein bisschen gearbeitet für meine studentische Hilfskraftstelle und werde jetzt meine Prüfung für nächste Woche vorbereiten. Und was mache ich noch? Ach ja, und dann wollte ich noch zeichnen und an meinem Auftrag arbeiten. Das ist so das, was wir heute noch machen. Ich werde euch herzlich willkommen, falls ihr nicht wisst, wer ich bin. Hi, ich bin Mona, Mochi Mona, auch im Internet genannt. Ich studiere gerade Game Development und bin im 2. Semester und bin auch nebentätige Künstlerin. Wenn ihr das noch nicht auf meinem Instagram-Account gesehen habt, schaut mal her. Ich habe Keychains von meinem Schaf und von meiner Taube. Da war sie. Und ich habe auch nochmal eine Kollaboration, wofür ich auch noch das Skript schreiben muss. Und ich wollte noch einen Blogpost schreiben. Also eigentlich habe ich heute ziemlich viel vor. Es ist jetzt 14:30 Uhr. Ich arbeite nur bis 18:30 Uhr. Das heißt, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Deswegen werde ich zwischendurch ein bisschen filmen und nicht alles zeigen, weil es auch keiner boring ist, weil ich nur am PC sitze. Also, let's go. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich nur noch bis Juli habe, den Kalender. Deswegen sollte ich mir nochmal nachgucken, ob ich von dem Notizheft noch was habe. Ich habe mir das im Doppel geholt. Das ist der Rest des Jahres. Ich war smart. Dann ist das Watercolor Paper. Das ist Midori Notebook. Und dann habe ich hier noch so... Ich habe ein Notebook noch. Aber ich muss erstmal nichts bestellen. Das ist schon mal sehr gut. Walk around Shelby Park after dark with a buzz and no plans. Es sind 4 Stunden vergangen, 4,5, glaube ich, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wie ihr sehen könnt, ist wieder ein wenig Helligkeit eingekehrt in diesem Raum. Ich sitze aber immer noch an meinem Computer und habe mir ein Video aufgemacht, weil gleich 18:30 Uhr ist und dann arbeite ich nicht mehr. Denn Rest ist wichtig und ich habe mir meine To-Do-Liste hier hingepackt und werde jetzt ein paar Sachen aufschreiben und planen, was ich morgen machen möchte und die nächsten Tage, und dann werde ich zeichnen. Ich habe mir gedacht, hey, mache ich mein Buch, und ich habe mich verklebt und dieser Buchleim klebt so krass gut, dass ich das jetzt nicht mehr ändern konnte. An sich sieht das Buch total gut aus, wenn ich das so festhalte. Aber ich habe halt an einer Stelle den Abstand nicht so groß gemacht, wie ich den hätte haben müssen zwischen dem Buchrücken hier und dem Buchcover. Und jetzt sieht das ein bisschen wonky aus. Aber soll ich euch was sagen? Häppschittens. Ich werde das trotzdem benutzen und ich werde das jetzt natürlich pressen. Das heißt, der Leim muss halt vernünftig kleben. Ich habe aber noch ich habe noch ein bisschen Buchleim. Ich habe Buchleim auf jeden Fall genug. Ich sollte mir definitiv diese Abstandshalter holen. Aber ja, das passiert. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich finde es cool. Ich habe mir jetzt dieses Notizbuch gemacht und das werde ich wahrscheinlich als Journal benutzen und ich habe mich hier auch ein bisschen verschnitten, egal. Und werde das dann als Journal wahrscheinlich benutzen. Jo. Na, was machst du da auf meinem Sesselchen? Ich muss arbeiten, Yuki. Ja, das kann dir egal sein, ne? So, hallo. Ich habe 2 To-Dos auf meiner Liste erledigt. Und zwar habe ich meinen Handyvertrag gekündigt und einen neuen gemacht. Habe mich fertig gemacht. Das stand nicht auf der To-Do, lol. Und habe das Skript für meine Videokollaboration an den Collab-Partner geschickt und ein Reel auf Instagram hochgeladen. Hä? Warte mal kurz. Ich habe dieses Reel vor 5 Sekunden hochgeladen. Vor 15 Minuten
Entschuldigung, ich habe vor 15 Minuten dieses dumme Reel hochgeladen und es hat 368 Views. Das kann... Ohne Leute. Ich habe... Okay, jetzt kommt... Hear me out. Hear me out. Okay, der Struggle von einem Artist. Dass wir in irgendeiner Form gesehen werden wollen, also du und ich, wenn du ein Artist bist, aber auch generell, wenn man irgendeinen Content macht oder Sachen einfach hochlädt und sich Mühe gibt. Ist ja generell auch gar nichts Verkehrtes dran, in irgendeiner Form Anerkennung oder so zu bekommen für die Dinge, die man tut. Das ist sehr schwer mit den ganzen Algorithmen. Und ich habe den total tollen Tipp bekommen, Grüße gehen raus. Auf jeden Fall habe ich den Tipp bekommen, hey, es gibt da so eine Option, wenn in deinem Instagram-Reel, also wenn du Reels guckst, ich gucke halt auch keine Reels, dann steht unten, wenn du Edits hast, mit Edits oder die Vorlage nutzen. Und dann kann man seine Clips da reinballern und dann kann man das posten. Was dazu führt, dass wir natürlich sehr viele gleiche Inhalte sehen, also vom Storytelling und so weiter und so fort. Und ich wollte mich eigentlich nie so wirklich in diese Schiene begeben, weil ich nicht dafür, also ich möchte eigentlich nicht mitmachen, dass immer die gleichen Inhalte ins Internet gepostet werden. Das Problem ist nur, alle anderen Inhalte sind, zum Beispiel wie dieser Longform-Content hier, sind eben mit mehr Arbeit verbunden, was generell total fein ist, aber es führt halt eben auch dazu, dass die Leute immer wieder die gleichen Sachen posten. So, und ich habe dann gedacht, okay, wie behalte ich meine Position bei, mache aber auch für mich was, weil, wie ich gerade erwähnt habe, ich habe eine Kollaborationsanfrage auf Instagram bekommen und ich wollte eigentlich mit Instagram aufhören. Das hat mir gezeigt, dass das keine gute Idee ist, weil ich meine Sachen zeigen muss. Ich möchte aber so eine, wie soll ich das sagen, ich möchte eine kuratierte Instagram-Hauptseite haben und dann Reels halt off-grid posten, das kann man ja einstellen, weil ich eigentlich gerne möchte, dass wenn Leute auf meine Seite gehen, dann auch gucken können, was ich so mache. Weil viele Leute eben faul sind, verständlicherweise, und nicht unbedingt auf 3. oder 4. Seiten gehen wollen. Ich habe ziemlich viele Bücher zu dem Thema Algorithmen gesehen. Ich habe ziemlich viele Paper gelesen zum Thema Shortform-Content, zum Thema Doomscrolling und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, Teil dieses Problems zu sein. Deswegen will ich wieder mehr Longform-Content machen, weil mir das sehr wichtig ist. Und ich glaube, diese Diskrepanz fühlen sehr viele Menschen, die in so einem kreativen Bereich sind. Es tut mir leid, Moment. Und einerseits möchte ich eben nicht Teil des Problems sein, andererseits sieht mich sonst niemand. So. Und das ist halt ein Zeichen auch, dass die Leute sowas gerne sehen wollen oder der Algorithmus eben sowas bevorzugt. Und das macht mich ein bisschen betroffen, weil ich mir jedes Mal denke, I don't know. Andererseits denke ich mir auch, ich muss so langsam ja auch ein bisschen akzeptieren, dass ich halt gucken muss, wie ich zurechtkomme. So. Was ich nicht machen werde, ist irgendwie auf, wie soll ich sagen, auf Trends aufspringen oder dergleichen, weil ich da einfach keine Zeit für habe. Machen wir uns nichts vor, ich bin halt eben auch Vollzeitstudentin und ich möchte das halt in dem Rahmen machen, wie ich das schaffe. Ich mache mir dann mein Leben aber auch sehr schwerer, weil ich eben alle Illustrationen nightshade, damit man das nicht zum Training benutzen kann für die KI und so weiter. Und bei Videos kann ich das halt nicht, deswegen mache ich das nicht, aber bei statischen Posts halt schon. Und deswegen werde ich mir jetzt so ein Schedule aufschreiben, wo ich solche Sachen mache. Aber ich wollte einfach mal darüber mit euch sprechen, weil ich festgestellt habe, das ist ein Thema, wo nicht so viel drüber gesprochen wird im Generellen, weil es halt auch super unangenehm ist, weil weil viele in diesem Paradoxon leben, so wie ich halt auch. Du musst gesehen werden, damit Leute vielleicht dich anschreiben und fragen, hey, wollen wir zusammenarbeiten? Und ich mache das ja super gerne, weil ich halt wirklich gerne an coolen Projekten mitarbeiten will. Und es ist halt gar nicht mal so die monetäre Motivation, sondern ich möchte einfach Projekte finden und Projekte machen, die einen Impact haben, die Leute Freude bereiten, die mir Freude bereiten und die was Tolles erschaffen. Wenn ich aber nicht gesehen werde, wie sollen mich Leute finden und mich anschreiben oder wie soll ich Leute finden, so dass man halt, ich weiß es halt nicht. Anyway, das war mein Rant dazu. Ich weiß halt auch nicht. Also was soll ich sagen? That being said, es ist 10:41 Uhr. Oder 43 schon, ich mache mir jetzt noch was zu trinken und dann werde ich ein bisschen weiterarbeiten. Um 14 Uhr treffe ich mich mit einer guten Freundin, Grüße gehen raus, Leonie, und trinken Bubble Tea und werde dann einkaufen gehen. Und heute ist Sportpause. Ich wollte heute Morgen eigentlich joggen gehen und war einfach komplett müde. Das ist aber der Temperatur geschuldet. Wahrscheinlich gehe ich Freitag zur Dokomi, da freue ich mich drauf. Und das habe ich gestern noch gemacht. Ich glaube, es sind 16 Boxen von entweder 100 oder 250
für diese Woche, also habe ich noch ein bisschen Zeit, denn ich mache eine Challenge. Jo, wollen wir mal. Ich war in der Innenstadt und habe mir gedacht, cool, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, dann gehe ich zu TK Maxx, bis ich mich treffe mit meiner Freundin, die übrigens mir total das süße Geschenk gemacht hat. Das könnt ihr nicht sehen, aber das ist eine super hübsche Kette. Ein selbstgemachtes Sein über Mini-Edelsteine. Wir hatten uns darüber unterhalten, weil ich keine Ahnung habe. Das werde ich mir auf jeden Fall gleich nochmal kurz durchlesen. Es ist so süß, es sieht so total, also es ist super süß. Dann habe ich mir, ihr habt jetzt einen kleinen Haul verdient, diese koreanische Ginseng-Kollagen Wrapping Mask und von Nart. Das wollte ich schon länger haben. Das ist so ein Hair Loss Control Shampoo und es geht gar nicht um Hair Loss, sondern darum, dass da eigentlich ziemlich coole Sachen drin sind. I think so. Keine Werbung oder so, aber ich brauche mir jetzt wahrscheinlich erstmal nächste Jahr oder so kein Shampoo mehr holen. Dann habe ich dieses coole Artbook oder Buch geholt, weil das super coole Fotoshoots drin hat. Ich weiß nicht, ob ich das mal irgendwo erwähnt hatte, aber ich wollte mehr auf analoge Referenzen zurückgreifen. Genau das gleiche wie das ist super cool, weil es darum auch geht, was für coole Innovationen der Salvatore Ferragamo, I'm sorry, I butchered your name wahrscheinlich, gemacht hat. Und es geht halt um Schuhe, aber trotzdem. Und ich habe hier Air Hardening Modeling Clay für 4 Euro geholt, weil ich ja nochmal modellieren wollte. Und jetzt habe ich das für 4 Euro ein bisschen günstiger. Geht wahrscheinlich immer, aber naja, gut. Und das war sehr lustig. Wir haben sehr viel abgehangen und geredet, was aber auch dazu geführt hat, dass ich halt nicht weitergearbeitet habe. Aber solche Sachen sind wichtig, denn ich habe festgestellt, dadurch, dass ich unglaublich schlecht Pausen machen kann, war ich so überarbeitet und so kaputt und so lustlos, dass ich für mich festgestellt habe, das sollte ich nicht so machen. Deswegen nehme ich mir solche Pausen. Ich werde jetzt noch 2, 3 Sachen machen und dann, das war's auch. Muss ja auch noch meine Challenge machen. Ich hatte mir Zeichenstifte mitgenommen, aber kein Skizzenbuch. Das war ein bisschen doof, wie dem auch sei. In den letzten 2 Tagen nur ganz wenig gefilmt, weil ich nämlich Mittwoch den ganzen Tag von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr in der FH gewesen bin. Heute war ich bis 15:30 Uhr in der FH, weil ich da meine Präsentation fertig gemacht habe, die ich nächste Woche Montag halte und die andere muss bis Dienstag fertig werden, aber die halte ich erst im Juni. Und es fehlt noch eine, die dann im Juli ansteht. Ich habe hier ein Cappuccino. Ich habe weiter fleißig ein paar Boxen gemalt, aber dann ist mir eingefallen, ich muss so meine SHK-Stelle machen. Und das werden wir jetzt tun. Ich habe für morgen für die Dokomi, da werde ich übrigens auch sein und ein bisschen mehr filmen, hoffe ich, aber das mache ich mit meinem Smartphone. Ich werde diese tollen Sticker mitbringen und verteilen. Und das sind halt so Dinge, die ich halt unglaublich gerne machen würde. Halt so ein paar Sticker zu den Themen, die mich bewegen und so weiter und so fort. Und dann setze ich mich hin und habe einfach keinen Bock mehr oder auch keine Muße mehr. Und deswegen würde ich halt übelst gerne wieder mehr in den Flow kommen, zu zeichnen, auch wenn das halt ja mega viel ist, was ich momentan zu tun habe, weil wenn wir ehrlich sind, und das ist jetzt kein Jammer, das ist einfach nur Transparenz, ich habe ein Vollzeitstudium, dann habe ich meine studentische Hilfskraftstelle, dann habe ich meinen Freelancer und in diesem Freelancer steckt mehr Arbeit drin, die halt monetär nicht aufgewiegelt wird, aber Zeit frisst halt auch. Da machen wir uns jetzt auch nichts vor. Deswegen, und selbst wenn das nicht ist, möchte ich halt auch gerne zeichnen und ein bisschen zocken.
Hallo, es ist das Ende der Woche. Wir haben es 12:48 Uhr. Ich habe es gewagt, ein wenig länger zu schlafen. Also jetzt nicht bis 12, aber bis 9. Und sorry für den Helikoptergeräusch im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, was los ist. That being said, ich bin mit meiner Challenge weitergekommen und habe die 100 Boxen vollendet und muss jetzt Zylinder zeichnen und werde da, ich habe ein paar gemacht, ich glaube schon 29 oder so, und festgestellt, dass Zylinderzeichnen echt nicht so einfach sind. Ich bin komplett fertig, ich sehe auch so aus, aber so far war es eine sehr, sehr coole Woche. Aber jetzt wird gearbeitet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich bin fertig geworden mit meinen ganzen Aufgaben, habe alles für meine beiden Prüfungen vorbereitet. Morgen habe ich nämlich meine erste Zwischenprüfung in Interaction Design und User Experience, und am Dienstag ist die Deadline für die Abgabe meiner Prüfung für Game Studies. Und ich bin alles nochmal durchgegangen, habe die PowerPoint-Präsentation fertig gemacht, habe die auch einfach nochmal einmal gesprochen, um zu gucken, ob die angegebene Zeit auch funktioniert hat. Und das war's. Ihr seht mich hier jetzt noch ein paar Zylinder machen. Wie gesagt, Woche 1 war Boxen und Zylinder. Und wie man sehen kann, komme ich das doch schon ein ganz klein bisschen besser hin. Und ich muss sagen, diese ganze Challenge hat mir schon super viel gebracht, wie ihr beispielsweise hier einmal sehen könnt. Ich zeige euch das einmal, der Roboter. Und ich habe mir auch Notizen gemacht, dass es wahrscheinlich besser wäre, nochmal so ein bisschen zu gucken, wie mechanische Teile funktionieren. Aber lustigerweise hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde den Instagram-Post auch noch hier einfügen. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hätte mir gewünscht, dass ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit habe, euch mehr Prozess zu zeigen, aber das war diese Woche nicht drin. Ich kann mir vorstellen, mehr dieser Videos zu machen. Das ist jetzt aber auch nicht ganz so spannend, weil ich eben viel damit beschäftigt bin, für die Uni zu machen. Ich für meinen Teil hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß an dieser Challenge und filme jetzt noch einmal kurz einen Flip-Through, damit ich euch das zeigen kann.